Also ist alles zu. Alles. Es sperrt gerade alles zu. Hallo zusammen, ich bin Julia und das ist Markus. Und vor ein paar Monaten haben wir unseren Großstadtalltag aufgegeben und reisen seitdem mit unserem Segelboot um die Welt. Wir starteten unsere Reise im Mittelmeer und segelten schließlich über den Atlantik in die Karibik, wo wir bereits einige unglaublich schöne Orte kennenlernen durften. Bis, Corona passierte. Zuletzt konnten wir gerade noch so nach Grenada einreisen, um dort unsere Gäste von Bord zu lassen. Und wir entschieden sehr spontan zurück nach Martinique zu segeln, da wir dies als französisches Überseegebiet vorerst für unsere sicherste Option hielten. Wir waren immer noch nicht sicher, ob die Panik rund um Corona gerechtfertigt war oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt hofften wir jedenfalls, dass der ganze Spuk in ein paar Wochen wieder vorbei sein würde. Und es wurde uns empfohlen, uns in Selbstquarantäne zu begeben und nur für die notwendigsten Besorgungen an Land zu gehen. Wir hatten vor, dem weitestgehend Folge zu leisten. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. Guten Morgen! Es ist Tag 1 unserer Selbstquarantäne, wenn man so will. Und wir haben den Tag eigentlich sehr entspannt begonnen, mit ein bisschen Yoga und einem guten Frühstück. Und der Markus ist jetzt gerade mit dem Lukas nochmal in die Chandlery gefahren, solange die noch offen hat. Und die besorgen dann noch ein paar Sachen, die wir vielleicht brauchen. Wir wissen ja, der Lukas ist ein extrem begabter Handwerker. Und der Markus ist es noch nicht. Noch nicht. Aber man hat ja immer so seine kleinen Baustellen. Und nachdem uns jetzt sowieso wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden wird, passt das ja ganz gut. Also ist alles zu. Alles. Es sperrt gerade alles zu. Ich dachte, die machen da... Nein, die haben das alles geändert. Holen wir Benzin, Diesel, gehen wir nochmal zu dem Lebensmittelgeschäft. Gas. Schauen wir, was wir kriegen. Sie haben auch die Tankstelle nur mehr das kleine, also nur mehr eine ganz kleine Öffnung, wo sie das Geld nehmen. Das ist, du kannst nicht einmal mehr reingehen in den Shop. Was geht? Was geht? Was geht? Bis gleich! Das ist jetzt aber schnell gegangen. Wir haben gerade jetzt noch einen extra Kanister für Benzin gekauft. Und die Abwicklung läuft jetzt nur mehr durch ein geöffnetes Fenster. Und die Dame, die gestern noch beim Einklarieren voll leger war, hat heute Handschuhe und einen Mundschutz auf. Naja, verrückte Zeiten. Okay, Markus leert die Kanister in den Tank und wir fahren dann nochmal. Und ich mache jetzt nochmal einen Run im Supermarkt. Ich bin schon echt gespannt, was uns da erwartet, ob überhaupt noch was zu bekommen ist. Also es ist saumäßig voll hier, alle schleppen die mega Einkaufswegen da raus. Was für Zeiten, hey. Also Markus ist gerade nochmal los, um nochmal zu tanken, damit wir nicht nur einen vollen Tank haben, sondern auch volle Kanister in Ersatz. Und ich
Ich räume dabei die Lebensmittel ein. Naja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Dass wir in dieser Situation nicht ganz alleine waren, half sehr. Und so saßen wir an diesem Abend zusammen im Cockpit und besprachen unsere Möglichkeiten. Sollten wir erstmal hier bleiben und abwarten? Irgendwo anders hinsegeln? Wie lange würde das Ganze dauern? Und welche Grenzen waren überhaupt noch offen? Sagen wir so, es gab einiges zu besprechen. Ab heute hier auch absolute Ausnahmesituation und ab Mittag ist Ausgangssperre. Wir haben zum Glück gut aufproviantiert, aber sind jetzt nochmal zum Supermarkt für ein paar Kleinigkeiten, die wir die letzten Tage nicht bekommen konnten. Sie lassen da die Leute jetzt nur mehr einzeln rein oder in ganz kleinen Gruppen und langsam wird es ein bisschen unruhig hier vorm Eingang. Echt ungut. Aber wir werden das Beste draus machen und uns mit der Girasole und Naughty Girl in eine schöne Bucht legen und ja, dort unsere Version von Quarantäne abhalten und hoffen, dass wir in den nächsten Wochen nicht an Land müssen, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Aber das Schöne ist, wir sind ja kürzlich erst über den Atlantik und wir wissen, wie das ist so, ein paar Wochen eingesperrt am Boot. Ja, wir hoffen, euch geht's gut daheim. If you want to, I'll get you flowers waiting around the bend. Baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. Wanna stay right here with you. Wanna stay right here with you. As the rest we fall until it all breaks down. But I need it so I will stay around when you're all. So, wir haben die Schlacht im Supermarkt überlebt und sind jetzt am Weg raus Richtung Les Installés. Ja, sind schon recht gespannt und freuen uns mal wieder baden zu gehen und es wird bestimmt eine gute Zeit mit den anderen Booten. Ja. Gedacht, dass wir so schnell wieder in dieser Bucht liegen, aber gut. Es ist angenehm ruhig hier und wir haben einen schönen Spot gefunden. Wir haben auch unser Ankersegel gesetzt, da hinter mir. Genau. Das verhindert nämlich, dass wir allzu viel schwollen und wir wissen von vorher, dass es hier sehr gerne ein bisschen dreht und so. Ja, und jetzt warten wir, bis der Rest der coolen Gang hier eintrifft. Und ja, ich bin zuversichtlich, wir werden hier sicher viel Spaß haben. Mal schauen, wie lange wir wirklich hier ausharren sollen. Listen up now.
Diese Bucht wäre also unser Zuhause für die nächsten Tage, Wochen, Monate? Wer wusste schon, wie lange das Ganze dauern würde? Andererseits hätten wir auch gerade in unserer Wohnung in Wien in Quarantäne sitzen können. Und verglichen damit war unsere kleine Bucht hier wohl sowas wie der Corona-Quarantäne-Jackpot. Wir hatten uns, unsere Freunde und eine ruhige Bucht irgendwo in der Karibik. So schlimm konnte es also nicht werden. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Musst du in Zeiten der Quarantäne an Selbstversorgung denken? Ja. Ich dachte, wir waren so gut einkaufen. Ja, aber wer weiß, wie lange es das dauert. Na dann, viel Erfolg. Fang uns was Gutes. Entgegen aller Erwartungen waren die Männer wirklich erfolgreich beim Speerfischen und wir beschlossen, am Abend ein Barbecue zu machen, auf einem kleinen Strandabschnitt, der nur mit dem Beiboot erreichbar war. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy now. Prost. Cheers! Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Da waren wir also, 9 Segler auf insgesamt 5 Booten. Jeder von uns hatte eine andere Geschichte, die ihn genau hierher brachte. Inmitten der verrücktesten Zeiten an einem einsamen Strand in einer Bucht von Martinique. Andrea und Lukas, die nach ihren Kielproblemen erst vor wenigen Wochen in der Karibik angekommen waren. Jens und Kerstin, die nicht so recht wussten, wie lange sie noch unterwegs sein könnten und unbedingt so viel wie möglich von der Karibik sehen wollten. Und dann war da noch Chris, der als Einhandsegler unterwegs ist und sich bereits seit 2 Jahren auf die Karibik gefreut hatte. Und Basti und Helena, die sich gerade 1 Jahr für diese Reise Zeit nehmen konnten und für die es bald wieder zurück nach Europa gehen würde. Keiner von uns hatte geplant, gerade hier zu sein. Aber so ist es eben mit dem Segeln und den lieben Plänen. Es kommt meistens anders. To my bed, go easy my hunger, easy my head. I'll bring you
Keiner von uns wusste, wie lange wir wohl hier bleiben würden. Keiner von uns hätte geahnt, wie lange es am Ende wirklich sein würde. Aber immerhin waren wir gesund und wir waren in bester Gesellschaft und wir hatten trotz all der Widrigkeiten eine wirklich schöne Zeit und verbrachten unvergessliche Abende unter dem schönsten Sternenhimmel. Das ist jedoch eine Geschichte, die wir euch nächsten Sonntag erzählen werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, bleibt gesund und bis bald.